Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christian und ich bin heute zusammen mit Melanie, die ihr hier unten, wo der Lichtkegel hier rauskommt, bin ich mit Melanie wieder unterwegs. Blablabla. Guter Start ins Video. Und wir sind für euch am Atlantikwall unterwegs. Diesmal nicht in Norwegen, sondern in Frankreich. Denn wir haben eine Special Mission. Und zwar wollen wir einfach mal alle Kunstwerke, die damals die deutschen Soldaten in den Bunkern hinterlassen haben, aufnehmen, dokumentieren. Weil das sind die letzten Zeitzeugnisse, die man noch finden kann. Persönliche Zeitzeugnisse, sagen wir es mal so. Weil die Bunker, die wird es noch ewig geben. Aber die Inschriften und Gemälde sind wirklich die letzten Zeitzeugen. Und warum man das gemacht hat, wieso, weshalb, warum, das seht ihr in diesem Video. Und vor allem auch die Kunstwerke und Inschriften. Also dranbleiben, es geht los. So, Abstieg in den Bunker. Ja, wir haben jetzt hier den ersten Truppenbunker, kann man so sagen. Betonierten Unterstand. Und ihr seht, hier ist nämlich alles voll Wasser. Deshalb haben wir uns hier die Warthosen angezogen. Weil Gummistiefel alleine reichen nicht. Aber wir sind ja gut ausgerüstet. Also bei uns ist alles möglich. Und wir haben hier auch schon das erste richtig starke Gemälde plus Inschrift. Mal gucken, dass wir das jetzt hier vernünftig zeigen können. Oh. Und zwar habt ihr hier so eine Profilansicht. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das mit der Kamera hier mit der Taschenlampe gut mache. Eine Profilansicht von einem Soldaten. So, ich nehme mal ein bisschen weg. So, jetzt müsst ihr das ganz gut erkennen. Typische Stahlhelm, geschultertes Gewehr, grimmiges Gesicht, wie man es so üblicherweise kannte. Und noch ein bisschen was von dem Mantel zu sehen. Und dann gibt es hier eine Schrift, Wacht am Kanal soll die heißen. Leider ist hier hinten am Bereich Kanal, ich muss mich hier durchkämpfen, ist es leider hier ein bisschen verschmiert. Weil es ist... Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das hier nochmal aufnehmen. Wirklich kaum noch sichtbar. Ich weiß nicht, mit was es angebracht wurde. Mit was für einer Farbe, das kann ich nicht sagen. Aber das sind richtig krasse Gemälde und Inschriften. Und ja, wir sind ja nicht allzu weit halt hier von England entfernt. Und deshalb gibt es halt auch diesen Slogan Wacht am Kanal. Das bezieht sich halt hier halt auch auf den Ärmelkanal. Und ja, man hat das im Prinzip gemacht, weil Parolen, Propaganda immer noch hier in dem Bereich sehr hoch gehalten wurden. Und vor allen Dingen die Soldaten hatten hier in dem Bereich sehr viel Zeit. Also dieser Bereich des Atlantikwalls war halt rund um die Uhr besetzt, also durchgängig und auch von den gleichen Wachmannschaften so gesehen. Und deshalb haben sich diese Kunstwerke hier durchgesetzt, weil die Soldaten im Prinzip selbstständig die Bunker, in denen sie gehaust haben, ihre Unterkunft selbstständig aufhübschen durften. Und deshalb sind solche Sachen halt passiert, was man bei vielen anderen Bunkern, beispielsweise jetzt in Norwegen oder halt auch im Ostwall, nicht so stark vertreten hat. Weil das ist wirklich was komplett anderes. Und auch hier, guck mal Melanie, hier ist auch noch eine Schrift. Da müssen wir jetzt gleich mal gucken. Also das kann ich jetzt gerade sehr schwer erkennen. Wie immer werden wir natürlich alles fotografieren. Und wir haben ja natürlich auch Facebook-Seite und so weiter. Da werde ich auch nochmal Querverweis machen. Da werdet ihr auch nochmal die ganzen Fotos sehen. Und wir werden sie vielleicht auch hier im Video im Anschluss, wenn es nicht zu lange geht, halt auch mit hinzufügen. So, wir haben hier wie gesagt 2 Zugänge. Und dann kommen wir hier in den eigentlichen Unterkunftsbereich. Und hier ist das Wasser nämlich noch deutlich höher, deshalb braucht man auch die Warthosen. So, und auch hier, schaut euch das mal an. Das ist ja richtig krass.
Das ist ja wirklich, guckt euch das mal an hier. Tja, jetzt muss ich gucken, wie ich die Lampe hier am besten halte. Ich gehe jetzt erstmal eben so durch. Wir sehen jetzt hier eine Frau mit dem Kind an der Hand. Und hier oben steht in der Heimat. Und dann kann ich es leider nicht weiterlesen, weil es halt ausgeglichen ist. Hier ist ein Soldat, höchstwahrscheinlich von der Marine, der hier einen Koffer geschultert hat, sein Gepäck. Auch in der Hand hat er noch einen Koffer. Also er trifft sich hier höchstwahrscheinlich mit seiner Familie. Und hier haben wir noch einen Marinesoldaten und scheinbar einen Hund unten, wo er sich so nach unten beugt. Und hier steht noch Laute oder heute. Es ist ganz, ganz schwer zu lesen. Und das ist das Problem, Leute. Ne? Also gut, ihr müsst bedenken, wir sprechen hier von über 80 Jahren. Zeitzeugnisse, Gemälde, ne? Ihr seht, hier ist Wasser drin. Ansonsten, klar, hält sich das natürlich gut, weil hier immer eine gleichbleibende Temperatur eigentlich ist. Ja, und er sieht eigentlich so aus, als ob er hier auf dem Klo sitzt. Und man sieht halt im Hintergrund noch ganz filigran Schrift, aber ja. Und vermutlich war hier noch mal mehr zu sehen. Also ihr seht, also heute geht es richtig stark los einfach. Und wir hoffen einfach, dass wir euch auch noch mehr zeigen können jetzt in dem Bereich, weil wir wissen alle nicht, wie lange das überhaupt noch existiert. Das ist halt wirklich der Punkt an der Sache. Und das ist so ein krasses persönliches Zeugnis von den Soldaten. Also nicht irgendwelche rein Bunker, Relikte, Munition, irgendwelche Sachen, sondern halt persönliche Sachen. Und das ist, finde ich, hat immer noch ein bisschen einen höheren Stellungswert einfach, um ja, sich mit der Geschichte auch auseinanderzusetzen. So, also bei allem guten Willen, ich kann es nicht richtig lesen. Also vielleicht könnte das Armee heißen, Armee geht, Ullen. Also vielleicht ist das halt, wie gesagt, auch eine allgemeine Parole oder es kann auch aus dem Lied sein, das hat man auch sehr, sehr häufig, dass das Abschnitte von Liedtexten, Passagen sind. Und es ging höchstwahrscheinlich über die ganze Wand, aber ihr seht, das ist nur noch so hauchdünn. Hier muss nur einer irgendwie sich falsch abstützen, dann ist es halt einfach nicht mehr zu erkennen. Also ich gehe jetzt hier einmal von vor nach hinten weg und wenn jemand das identifizieren kann, dann bitte in die Kommentare, weil dann ist es ein wirklicher Mehrwert für uns. Und wir können vielleicht den kompletten Text, der hier mal stande, ja, rekonstruieren. Ja Leute, es bleibt weiterhin stürmisch und wir haben jetzt ein richtig krasses Teil entdeckt. Aber das ist komplett gesprengt hier. Weil sie sind überall riesige Brocken von mehreren Metern. Und hier wird sich auch noch was drin verbergen. Auf jeden Fall gibt es ja auch einen kleinen Schleichpfad. Und hier sind richtig große Teile. Also das war scheinbar hier eine ganz große Batterie.
Und damit das jetzt hier nicht weiterhin genutzt werden kann, ist man halt so vorgegangen, dass man solche Anlagen dann auch systematisch gesprengt hat. Und das wird hier zum Beispiel der Fall gewesen sein. Also da, wo halt wirklich Kanonen und so weiter hätten platziert werden können. Nicht diese kleinen Unterkünfte, die wir jetzt gerade hatten, die wurden da nicht alle gesprengt. Das hätte jetzt sogar gar keinen Sinn gemacht. Ja, jetzt müssen wir uns hier erstmal durchkämpfen, Leute. So, wir sind jetzt einmal hier hinten rumgegangen. Wir mussten uns jetzt hier durch das ganze Dickicht wieder kämpfen und haben jetzt hier einen Zugang gefunden, der jetzt hier unter diesen gesprengten Bereich geht. Und wir gucken einfach mal, ob wir da jetzt irgendwas, Inschriften oder Gemälde, Kunstwerke mäßig was finden. Und dann gehe ich eben einmal kurz hier runter. Ich dann auch noch irgendwie so hochkomme. Gut. Machen mal eben kurz einen Guck. Ah, es sieht echt ziemlich trocken aus, ne? Das ist krass. Und das ist halt der Unterschied zu vielen anderen Bunkern jetzt, wo man das halt nicht machen konnte auch. Mit den Malereien. Oh, hier sehe ich erstmal nichts, aber er ist mega trocken. Und es hat die ganze Zeit über schon geregnet hier. Ne, hier geht's auch wieder raus. Okay. Keine Chance. Müssen uns was anderes suchen. Ja, das ist ein richtig stürmisches Szenario jetzt gerade hier. Ihr könnt es hier an den Bäumen erkennen. Und das sieht auch wieder richtig klasse aus. Also die ganzen Reste der Bunkeranlagen mit Efeu überwachsen. Und jetzt haben wir hier was gesehen. Noch einen Zugang hier vorn. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier Glück haben und da irgendwas drin finden. Das scheinen halt wirklich noch die Mannschaftsbereiche zu sein. Weil die große Anlage, die ist da hinten, die ist komplett weggesprengt. Gucken jetzt mal, wir müssen hier ein bisschen aufpassen in dem Gebiet, weil die Bäume, die sind übel marode, dass uns hier nichts auf den Kopf fällt, ey. Okay, schauen wir mal hier, was uns jetzt hier erwartet. Oh, wir haben auf jeden Fall schon die erste Schrift. Oh Mann, ey, ich kann das immer nicht richtig lesen. Schaut mal, Leute, mal gucken, kann man die Lampe wieder so richtig halten. Ich kann das nicht lesen, ey. Das ist, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie Schwierigkeiten mit. Nee, mir gelingt es nicht. Ich frage mal Melanie. Mella, ich kann es nicht lesen. Tja, also Melanie sagt, hier steht Bonte. Also es ist ein B. Ja, O-N-T-E, ja, Bonte. Ich weiß nur nicht, was damit gemeint ist. Es gab ja auf jeden Fall Rufnamen, wenn die Anlagen Funkverbindungen aufgebaut haben. Dann hat man sich vermutlich auch mit diesen Namen gemeldet, aber ich bin mir da nicht zu 100% sicher. Oh, wow. Hier ist auch irgendwie was bemalt. So bläulich. Und sogar noch eine Tür. Boah. Hier ist sogar so wie so kleine Malereien. Die sehen aus wie von einer Tapete. Können wir das erkennen? Wir müssen jetzt gleich mal gucken, wie wir das hier sauber mit dem Licht geregelt kriegen. Ja, hier überall. Das ist alles mit dem Pinsel aufgetragen. Das ist keine Tapete, Leute. Das ist keine Tapete. Das ist alles mit dem Pinsel aufgetragen. Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja krass.
Ja gut, vielleicht hat man da so eine Folien gehabt, weil das sieht schon sehr gleichmäßig trotzdem aus. Das ist ja Wahnsinn. Überall. Und hier sind sogar die Betten noch dran gewesen. Man sieht hier sogar noch die Gestänge davon. Ist das krass. Das erstaunt mich wirklich. Also das ist wirklich Wahnsinn. Boah, hier. Boah. Hier sind noch Soldaten dran. Ach Gott, ich weiß nicht, wie ich das jetzt mit dem Licht machen soll. Das ist viel zu grell. Das sieht man sonst gar nicht. Ich muss es mal irgendwie in den Raum stellen, ey. Ich weiß nicht, wie man das sonst machen soll. Ja, jetzt kommt mein Schatten nämlich dazu. Könnt ihr das erkennen hier? Hier sind noch richtige Soldaten. Sogar hier mit dem Hakenkreuz am Claim. Ach, wie machen wir das denn jetzt am gescheitesten, Leute, ey? Okay. Also Leute, wir fangen jetzt nochmal an. Ich kann das nur zusammen mit Melanie machen, weil irgendwie bin ich jetzt zu blöd, die Taschenlampe vernünftig zu halten, damit man es hier überhaupt erkennt. Wir fangen mal an dieser Seite an, weil es ist richtig spektakulär, was wir hier eigentlich sehen. Wir sehen hier ja eine massive Felswand, warum auch immer. Also es sind hier richtige Berge. Und ich nehme mal eben kurz meine Taschenlampe weg, oder? Geht das besser? Ja, ne? Also richtige Berge sind das hier. Und warum, ist uns jetzt nicht ganz klar, weil hier sind ja jetzt keine großen Berge. Das ist jetzt der Atlantikwall. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber das kann irgendwie trotzdem ein Symbol jetzt von der Heimat sein. Aber was jetzt halt hier richtig auffällig ist, und ihr könnt es erkennen, wir haben jetzt hier eine Rakete. Hier ist der Strahl. Das gleiche haben wir hier nochmal auf der Seite. Das ist jetzt keine Ablagerung. Auch hier ist wieder eine Rakete hier oben. Die geht bis hierhin. Das ist farblich komplett anders. Jetzt ist es keine Verwitterung oder Kalkablagerung. Und hier geht auch wieder der Strahl rein. Und hier im Hintergrund sieht man im Prinzip ein Gehöft. Und das ist hier gar nicht abwegig, dass das hier so gemalt wurde, weil ja hier auch die V1 und V2 Raketen von diesen Standorten aus mit abgefeuert wurden. Weshalb man das hier wahrscheinlich dann auch mit in dieses Gemälde mit eingearbeitet hat. Auch hier hinten sieht man nochmal einen Kirchturm. Ihr könnt es erkennen, die Farbe ist hier so am Abblättern. Und hier sieht es auch teilweise aus, als ob es hier brennt. Diesen Bereich hier. Als ob dieses Dorf ja, beschossen wurde. Also hier in diesem Gemälde ist halt irgendwie alles drin. Kannst du noch irgendwas erkennen? Also hier geht ja diese Straße im Prinzip hier rein. Ne? Also wir werden, ja so sieht es gut aus. Hier seht ihr jetzt die Raketen nochmal deutlich. Auf der Seite und auf der. Wir werden euch jetzt hier auch gleich, während ich spreche, immer wieder einmal Fotos von Melanie einblenden, wo man das einfach noch besser sehen kann, wie jetzt hier in dem Video, damit man es halt wirklich einmal gut dokumentiert hat. So, fangen wir jetzt hier mal an auf der Seite. Wir haben jetzt hier zwei Soldaten. Hier könnt ihr den Kopf erkennen, er ist zur Seite gedreht, seine Uniform, der Oberkörper. Hier ist auch irgendwas geschrieben, vielleicht sogar der Name von dem Soldaten. Schwer jetzt zu sagen. Und er ist hinübergedreht zu diesem Soldaten. Ja, es ist wirklich sehr filigran. Hier könnt ihr noch sogar das Gesicht erkennen, also sein Gesichtsausdruck so ein bisschen leicht verschmitzt. Wer weiß, was sie gerade hier treiben.
Vielleicht spielen die hier Karten oder irgendwas. Das ist ganz schwer zu sagen. Also man kann noch den Oberkörper erkennen, wie er jetzt hier runter geht. Und hier an der Seite steht halt noch irgendein Spruch. Tja, das A kann ich wieder erkennen. Aber hier könnte auch irgendwas mit Ausgang stehen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Bitte, wer es jetzt hier in dem Moment lesen kann, wie gesagt, Bilder kommen auch noch rein, dann bitte mit in die Kommentare schreiben. Also mir fällt das mitunter sehr, sehr schwer, das hier vor Ort zu identifizieren. Wenn man sich ein bisschen mehr Zeit lässt dann in dem Moment, dann wird das noch funktionieren. Und das ist jetzt hier auf dieser kompletten Wandseite gewesen, aber ihr seht, Kalkverlagerung und so weiter tun ihr Übriges. Und das ging hier wahrscheinlich noch weiter. Hier hinten waren ja dann irgendwie die Kojen, die Betten. Und vielleicht auf dieser Wand war auch noch was gezeichnet, aber das ist komplett versindert. Keine Chance, hier noch irgendwas zu erkennen. Aber das ist so ein Zeitzeugnis. Es ist wirklich absolut atemberaubend, das so zu sehen. Und es wird bald einfach überhaupt nicht mehr existieren. So. Also wir haben hier immer noch weitere Malereien, auch hier wieder dieses Blumenmuster, diesmal nur eine andere Farbe. Aber ich denke mal fast, dass man da irgendwie eine Art Schablone einfach hatte, weil das sieht zu identisch halt aus. Aber auch hier waren überall ja, Gemälde. Man sieht hier noch Abdrücke von Farben. Ja, das ist leider jetzt alles für immer verloren und wir nehmen jetzt wirklich nur noch die absoluten Reste auf. Ne? So, hier ist dann nichts. Aber auch hier unten sind viele Relikte, noch alte Flaschen und so weiter, die jetzt heute gar nicht bei uns so im Fokus sind. Das ist aber auch alles aus der Zeit. Das ist ganz ungewöhnliches Glas hier. Auch hier wieder dieses Muster. Das sieht so toll aus. Hier diesmal in Blau. Also jeder Raum hat eine eigene Farbe bekommen. Und hier ist noch irgendwas Florales. Hier sind noch irgendwelche großen Blätter. Da könnt ihr das erkennen. Das ist ja wie so Garten Eden, so eine Palme. Ja, hier sieht man es ja noch stärker. Aber es ist irgendwie so wie drüber gezeichnet halt. Oder das war noch darunter. Ich weiß es nicht. Und es ist wirklich... Weil hier seht ihr ja noch die Abdrücke von den Schaltern, die dran gewesen sind. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Und hier wird der Ofen gestanden haben. Was für spektakuläre Wandmalereien. Das muss man einfach mal so sagen. Das ist wirklich unfassbar. So, der Sturm geht weiter hier draußen. Drin war es jetzt gerade schön ruhig. Und jetzt haben wir hier schon den nächsten vor uns. Mal gucken, ob wir hier jetzt irgendwas Tolles finden. Wir müssen mal erstmal den Eingang suchen, weil der ist auch ganz schön gesprengt worden hier. So, jetzt habe ich mich mit Melanie wieder in den nächsten Bunker verkrümelt. Jetzt mal ein bisschen das Licht anmachen. Boah, die Treppen sind schon so voller Dreck hier, dass du hier schon reinslidest. So, und hier steht Blücher. Könnt ihr das erkennen? Blücher steht hier dran. Also die haben alle ihre speziellen Namen, sage ich jetzt mal, gehabt. Und hier haben wir in der Tat sogar Müll drin. Mal gucken, ob das dann... Aber ich sehe schon überall Wandverfärbungen. Also hier war auch überall was dran. Hier ist leider Unrat, richtig viel. Seine ganzen Flaschen da reingeschmissen. Ja, hier geht es schon wieder genauso los. Und hier ist es noch richtig gut. Boah. Wow. Und hier geht's weiter. Hier geht's weiter mit. Was ist das denn? Was ist das denn für? Das sieht ja schon so wie ein Comic aus. Guck
dir das mal an hier. Das ist ja geil. Also hier waren wirklich, wie gesagt, hier sind Architekten, Zeichner, Tischler und alles Mögliche an Handwerksberufen natürlich gewesen. Das waren dann alles Soldaten und die hatten hier die Möglichkeit, sich wirklich auszuleben. So ist es leider jetzt ein bisschen dunkel auf der Kamera. Ja. So ist es, also ich sehe es jetzt auf der Kamera auch gut. Aber ich kann trotzdem nicht erkennen. Also es sind auf jeden Fall zwei Figuren. Ich weiß auch noch nicht, ob das Soldaten sind. Das sieht eher sehr, sehr comicmäßig aus. Hast du was entdeckt? Die Decke, oh ja. Aber es ist hier richtig krass. Ich muss erst mal hier drauf klarkommen. Hier war aber, glaube ich, noch mehr dran wieder. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Blumen nachträglich oben drauf gekommen sind. Weil die gehen hier auch in das Bild rein so. Also ich bin mir nicht sicher, ob das ist, ich weiß, das ist irgendwie merkwürdig, ich weiß auch nicht warum. Hier gehen diese Blumen halt so drauf. Wenn das jemand weiß, wie das zustande gekommen ist, sich da schon mal richtig intensiv mit auseinandergesetzt hatte, über die künstlerischen Sachen, die die Soldaten hier reingebastelt haben. Oh, ey Schatz, hier ist sogar ein Hakenkreuz. Ein Hakenkreuz auf dem eisernen Kreuz. Das ist ja krass. Ja, ich werfe Schatten, aber man sieht es jetzt hier so am besten. Hä? Also das ist, glaube ich, auch übermalt. Anders kann ich mir das nicht... Dass das vielleicht mal eine Nachnutzung hatte von den Franzosen, von der Armee mit den Blumenmustern, ich weiß es nicht. Weil das ist ja merkwürdig. Das ist auch nichts nachträglich dran gemachtes hier. Es ist wirklich original. Okay, gucken wir uns mal eben das an, was Melanie hier meinte. Eieieiei. Das kann nur sein, wenn jetzt hier oben irgendwas richtig Krasses draufgeflogen ist. Wahrscheinlich von den ganzen Bunkern, die Reste, die hier oben. Guckt euch das, aber das ist schon ewig so mit den Versinderungen. Guckt euch das an, hier passiert jetzt aber so erstmal auch nichts. Ach, ist das krass. Guckt euch das mal bitte an, ey. So sieht man es, glaube ich, noch mal ein bisschen besser, ne? Ist ja Wahnsinn. Ich glaube, hier unten sind bestimmt auch noch irgendwo Reste mit. Auch hier sind wieder diese Blumen. Also ich bin mir nicht sicher, ob die Blumen später gekommen sind von den Franzosen. Dass die einfach alles hier nochmal übermalt haben mit diesen Blumen. Ich weiß es nicht. Also auch da, hier ist irgendein Bild drin gewesen. Guck doch mal hier, ey. Ja. Hier auch, hier ist ein Bild drin gewesen. Man sieht noch so ein bisschen die Reste. Ach du Scheiße, ist das schade, ey. Ist das schade. Ich kann es nicht mehr erkennen. Man sieht hier nur immer wieder so Striche hier zum Beispiel. Hier war auch ein Gemälde drin. Das erinnert mich so ein bisschen an die Figuren von Max und Moritz, so vom Zeichenstil. Von Wilhelm Busch, wer ihn noch kennt, heutzutage. Das habe ich in meiner Kindheit immer ganz gerne gelesen oder mir vorlesen lassen. Wilhelm Busch, Max und Moritz. Es ist Wahnsinn hier. Also ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr raus, Leute. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal sowas gesehen habt, dann bitte schreibt das hier mal in die Kommentare und vor allen Dingen lasst uns auch mal ein Abo und ein Like da. Also wir machen auch sonst hier keine Werbung, irgendwie Placement, Schrott oder irgendwas. Es ist hier die reguläre Google-Werbung, aber ansonsten nichts. Aber ihr würdet uns echt helfen, wenn ihr das Video teilt, liked und uns was in die Kommentare schreibt. Also ich habe hier das Gefühl, hier war alles bemalt.
Wir sind einfach viel zu spät, Leute. Das ist wirklich noch der Rest und der Rest alleine, der ist wahnsinnig. Ja, und man kann das hier, wie gesagt, ganz gut erkennen, dass das hier wirklich einfach nur die Unterkunftsräume der Soldaten sind, also betonierte Mannschaftsunterkünfte, weil wir haben immer, wie gesagt, hier einen Zugang. Oben ist es halt so gut wie ebenerdig und wir haben hier einen langen Flur mit 3 Räumen in dem Fall und dann da hinten auch wieder einen Zugang. Ja, also das sind wirklich nur die reinen Unterkünfte, von denen die Soldaten aus dann in den Kampfbunkern, kann man jetzt so sagen, in den Observationsanlagen und so weiter oder andere Bereitstellungen gewechselt sind. Also das war wirklich nur Freizeit und ja, wie gesagt, die Soldaten durften sich dann halt auslassen. Also es war denen überlassen, musste natürlich alles, sage ich mal, regimetreu dann natürlich auch sein, ne? Also irgendwas anti-Hitler oder überhaupt anti gegen das System, das wurde hier natürlich untersagt. Ne? Also Parolen, ja, Heimat, verliebte Bilder und solche Sachen, ne? Um die Flagge halt auch oben zu halten. Das hat man hier gerne gesehen und ja, dementsprechend haben sich die Soldaten halt hier ausgelebt. Ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, Mella ist schon wieder bei der Arbeit. Denn wir haben hier einen nächsten Bunker gefunden, ihr könnt es sehen. Mella ist bis zur 4. Treppenstufe gekommen und danach ging nichts mehr. Denn hier ist auch wieder alles voll Wasser. Aber ich habe mich gerade eben in Schale geworfen und gehe jetzt nochmal hier rein. So, jetzt geht's hier abwärts. Jetzt muss ich richtig aufpassen wieder, was hier liegt, ja. Und das hier ist das erste Indiz. Und das ist jetzt eine typische Inschrift, wie man es in den militärischen Anlagen sieht, bei Beschuss und Bomben schottendicht. Und hier sieht man es mal wirklich noch richtig schön geschrieben, also nichts am Abblättern, immer noch klar und deutlich zu lesen. Und das ist die andere Art von Inschriften, die es in den Bunkern gibt, nämlich die rein militärischen, wo praktisch Befehle oder Anweisungen stehen, wie man sich in dem Bunker verhalten soll und was man tunlichst lassen sollte. So, hier haben wir noch für die elektrischen Leitungen, also hier ging das Starkstromkabel rein. Und jetzt versuchen wir erstmal wieder hier in die Räumlichkeiten zu kommen. Hier unten sind noch ein Haufen Stangen und so weiter. Aufpassen hier. Nämlich in der Mitte ist auch immer irgendwie noch ein offener, so ein Kanal drin, dass ich da gleich wegrutsche. Aber hier sehe ich jetzt so erstmal nichts, aber die ganzen Wände sind schon wieder so rötlich abgesetzt. Gehen einfach mal in den nächsten Raum. Der ist jetzt so gelblich abgesetzt. Ja, ein paar leichte Bleistiftstriche meine ich zu erkennen, aber sonst sehe ich nichts. Hier drin. Oh, meine Güte. Ja, hier sind auf jeden Fall so Bleistiftstriche. Also man wollte wahrscheinlich hier noch was machen oder schwer zu sagen. Das sieht auch komisch aus hier. Offen war es nicht, weil das ist hier zu. Hier haben wir wieder das florale Muster. Überall. Okay. Gucken wir weiter.
schaut mal hier, Leute. Ich habe hier was an den anderen Zuckern gesehen. Leute, hier. Guckt euch das mal an. Für Mutti. Ich fasse es nicht. Für Mutti. Da wird sich die Mutti aber freuen, wenn sie das sieht. Für Mutti. Wow. Hier ein Soldat, der wahrscheinlich jetzt gerade einen Brief oder sowas schreibt. Hier das Häuschen, wo er wohnt. Und dann für Mutti. Das ist ja cool. Also, das zeigt halt wieder diese persönliche Note, was ich halt meine. Was so ein Stück Beton halt lebendig macht und noch was aus der Zeit zeigt, wo die Soldaten halt hier drin ihr Leben verbracht haben und dass sie genau solche Gedanken hatten wie jeder normale Mensch halt auch, wie jeder Zivilist, ne? Wenn er Heimweh hat und was weiß ich. Ne? Und das macht das Ganze halt sehr menschlich und nahbar einfach. Ne? Das ist schön, das ist richtig schön. So, ihr habt da auch nochmal die totale, da das schöne Wandbild, die Wandmalerei für Mutti. Und hier oben ist nämlich wieder der Rufname von der Anlage, Falkland. Das F ist nicht mehr ganz so gut zu erkennen. Und ihr seht auch den riesigen Riss hier. Also auch das wird bald nicht mehr existieren. Und wir haben hier noch die Chance gehabt, für euch das Ganze zu dokumentieren. Und da alles voller Wasser. Ich habe es euch gerade gezeigt, wie es drin aussah. Also ich muss sagen, also teilweise fehlen mir jetzt auch die Worte, weil das ist so krass, das jetzt halt zu sehen. Ne? Und es ist so ein Zeitzeugnis. Es ist wie, als wenn man jetzt irgendwo eine Urkunde von irgendjemandem aus der Zeit findet, unterschrieben, eine Verleihungsurkunde oder irgendwas, was Persönliches halt. Und das ist es halt auch. Ne? Und es ist der Zahn der Zeit nagt hier, die Witterung. Und bald ist es weg. Frage ist, soll man sowas schützen dauerhaft? Wegen einigen Wandmalereien oder eher nicht? Ist mal auch eine Frage an euch in die Community, was ihr davon haltet. Bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, wir sind auf dem Weg zum nächsten Bunker und hier fliegt uns fast der Hut weg. Also hier wird gerade richtig stürmisch und windig. Da unten könnt ihr schon das Meer erkennen. Boah, Junge. Jetzt versteht man, warum die sich damals da in ihren Bunkern eingekrümelt haben. Also zumindest um diese Zeit war es da sicherlich deutlich angenehmer. Boah. So Leute, wir müssen hier rein. Wir haben jetzt gerade eben dieses Brett gesehen, wo Notausstieg war. Und das sind, ich weiß nicht, was das hier für eine Frucht ist, aber das ist hier tödlich. Das hat auch alles wieder Dornen. Boah. Wir sind ja auch gerade schon ein bisschen so im Kreis rumgegangen, um das hier wieder zu finden, ey. Oh, meine Güte, ey. Also Leute, bitte an der Stelle nochmal einen Daumen oben lassen. Oh. Ist das krank. Ist das krank. So, wir sind drin. Hier gibt es eigentlich auch nur einen Raum. Hier geht es nämlich wieder raus. Oh. Und wir haben noch wieder einen Rest von einer. Ey, ist das krass. Das ist ein Schwert. Hier oben steht auch, scharf ist das deutsche Schwert höchstwahrscheinlich. Das sind Sachen, die habe ich so einfach noch nie gesehen. Guckt euch das an. Scharf ist das deutsche Schwert. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe sowas noch nie gesehen.
Ja, wenn man wieder ein bisschen genauer halt auch hinguckt, dann sieht man auch ganz kleine Details. Hier ist auch wieder ein roter Buchstabe. Bläulich geht es weiter und hier unten steht im Bleistift auf einer feinen Linie, muss ich mir schon wieder ärgern, muss ich mich schon wieder ärgern. In deutscher Schreibschrift am Atlantikfall. Also das ist alles authentisch. Das hat nicht mal einer hier wieder irgendwie reingepinselt, reingeschmiert. Das macht keinen Sinn. Man hat das hier komplett vorbereitet. Hier war noch ein richtig schöner Spruch. Und das sind jetzt alles nur noch die kleinen Reste, die wir hier finden. Hast du noch mehr gesehen? Ach, tatsächlich. Hier ist noch mehr. Man hat das hier farblich abgesetzt. Die großen Buchstaben. Das kann ich nicht lesen. Wir werden hier wieder ein Foto reinmachen, Leute. Es bringt nichts. Ich kann es nicht lesen. Also wenn man sich richtig Zeit nimmt und die ganze Wände noch einmal betrachtet, sieht man halt überall so kleine, feine Bleistiftzeichnungen, die mal vollendet werden sollten. Und hier habt ihr auch wieder was. Hier steht, das ist kein O, das ist ein E und ein T. R-E-T. Also auch hier diese Wand wird ordentlich bemalt gewesen sein. Hier gingen nämlich die Linien auch noch weiter. Aber das ist halt alles nicht mehr zu erkennen. Auch der Spruch wird vermutlich noch weitergegangen werden, über die Seite halt. Aber es sieht halt aus, als ob man angefangen hätte. Und es sollte noch viel krasser werden dann. Ja, und hier sind wir ja wieder nur in Anführungsstrichen in einem relativ unspektakulären Mannschaftsbunker. Also hier gibt es keine Schießscharten, kein gar nichts. Es sind einfach nur betonierte Unterstände, mehr nicht. Ne? Aber die sind reizvoller als die großen Kampfbunker, jetzt zumindest aktuell. So, wo man mehr Geschichte einfach erleben kann. Ja Leute, wir sind jetzt hier gerade noch mal eben dran vorbeigefahren. Wie ihr sehen könnt, ist alles schon dunkel. Ich hoffe, ihr seht noch genügend. Das hier ist ein riesiger Observationstower, vermutlich auch für einen Leitstand, für eine Batterie, die hier gewesen ist. Und das Interessante ist, man hat diese Turmform hier genommen, um einen Kirchturm zu symbolisieren. Also es läuft der spitz zu, um zu verhindern, dass der halt Opfer von Bombenangriffen geworden ist. Und er hat jetzt hier so eine Neigung. Das sieht jetzt aus wie so ein bisschen wie der schiefe Turm von Pisa, wenn man so als direkten Vergleich nehmen kann. Ich hoffe, mit der Lampe, das geht von hier hinten. Da seht ihr die Neigung, weil man das Ganze hat. Also man hat versucht, das Ganze mit Dynamit zu sprengen. Also ich sehe es nicht ganz, aber wir werden euch auf jeden Fall Videos einblenden. Ich gehe noch mal eben da ran. So, ich hoffe, ihr könnt mich jetzt verstehen und auch sehen. Hier, also ihr habt jetzt mal direkt einen Größenvergleich zu mir. Also keine Ahnung, sagen wir mal 2 Meter, 4, 6, 8 bis 10 Meter würde ich vielleicht einfach mal behaupten. Und hier unten wurde das ganze Ding gesprengt. Wir können jetzt auch einmal hier rumgehen. Und dann könnt ihr hier die Neigung auch sehen. Von der Seite. Vorsicht. So. Ihr könnt das sehen, wie das hier aussieht. Hier solche Fenster symbolisiert auch, ne? Aber man kommt hier nicht groß rein. Also nur hier unten in dem Bereich und weiter oben. Da nisten auch schon Tauben. Also da gibt es nichts zu sehen. Komplett entkernt. Aber ganz interessant. Ja, das ist hier das Untergeschoss. Also mehr ist nicht. Hier liegt auch überall Taubenkot und so weiter drin. Deshalb müssen wir jetzt hier nicht reingehen. Aber es ist auf jeden Fall ein richtig spektakuläres Gebäude hier.
Und es regnet natürlich die ganze Zeit. Wie soll es anders sein? Ja Leute, ihr seht mich jetzt wieder nur hier im dunklen Schummerlicht. Und ja, wir sind jetzt hier gerade wieder irgendwo im Wald. Und ja, haben uns jetzt hier auch gerade noch mal ein paar Bunker angeschaut, aber die sind halt alle zu. Und ja, da wären eigentlich auch noch welche gewesen mit sehr schöner Inschrift, aber das ist halt wieder das Problem, dass das alles ziemlich nahe an einer Zivilisation ist. Und ja, wir haben es uns eigentlich schon fast gedacht, aber wir wollten es trotzdem mal anlaufen. Aber kein Glück gehabt, aber das gehört dazu. Also ihr seht, wir sind hier immer noch beschäftigt über Stunden und ja, deshalb Like und Abo da lassen. Hier, bevor wir in diesen Bunker reingehen, steht auch noch was angeschrieben: und verschwinde. Also auch wieder irgend so ein lustiger Spruch. Oben, das kann man leider nicht mehr lesen. Und dann geht es jetzt hier rein. Ja Leute, jetzt sind wir hier im letzten Bunker angekommen. Und ihr könnt hier wieder eine Inschrift erkennen, die hier auch mal über den kompletten Bunker gegangen ist. Der ist schon hier leider sehr mit Sand einfach zugeschüttet worden. Und das ging hier höchstwahrscheinlich mal über die komplette Wand. Wir können nicht mehr viel identifizieren. Mella hat wie immer ein paar schöne Fotos gemacht. Vielleicht gelingt es einem von euch. Also Dank lesen wir noch irgendwas mit Klapp am Ende. Mann am Klapp. Aber das fehlen einfach zu viele Worte. Das ist dann leider schade. Aber auch das wird ja entweder eine Durchhalteparole gewesen sein oder vielleicht aus irgendeinem Liedtext oder sonstiges. Also wir wissen es jetzt nicht. Aber das war jetzt nochmal ein richtig schöner Abschluss. Also wir hoffen, euch hat es gefallen. Diesen kleinen Einblick, muss man trotzdem sagen, von verschiedenen Schriften und Gemälden, die die Soldaten halt in den Bunkern hinterlassen haben, gerade hier in diesem Bereich, weil sie einfach sehr, sehr lange stationiert gewesen sind, durchgängig. Und ja, schreibt uns auf jeden Fall hier was zu in die Kommentare, wie ihr das findet, ob ihr ähnliche Bunker schon mal besucht habt, ob ihr auch sowas gesehen habt, dann würde uns das auf jeden Fall interessieren und was ihr da vielleicht auch gelesen habt oder was ihr für Gemälde gesehen habt. Einige Sachen haben heute nicht geklappt, aber viele haben geklappt und wir sind stolz darauf, euch das hier wirklich nach 80 Jahren noch zeigen zu können, auch wenn es halt nur noch Bruchstücke sind, aber alleine das ist wirklich absolut krass, finden wir. Also schaltet auf jeden Fall das nächste Video ein, was hier gezeigt wird. Entweder hier oben eins mit auch Inschriften und Reliefen in anderen Bunkern, die wir schon besucht haben. Oder ihr klickt hier einfach auf dieses Video. Da geht es um eine Festung in Belgien. Also ist auf jeden Fall richtig was bei uns auf dem Kanal für jeden dabei. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Also macht's gut. Ciao.